Hallo, hier ist wieder der Kai von 10past10 und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bekomme besonders in den letzten Wochen häufig die Frage, was ich von Hommage-Uhren halte. Also beispielsweise Steinhart, Mark & Sons, Invicta und so weiter. Die Frage, ob eine Hommage-Uhr eine lohnenswerte Investition in eine Uhr ist und vor allem, ob es sich überhaupt aus Sammlersicht als in Ordnung gestaltet, eine Hommage-Uhr zu kaufen, habe ich mich am Anfang natürlich auch häufig gefragt. Viele sagen nämlich, dass Hommage-Uhren auch nur Uhren für Blender sind oder dass deren Qualität einfach um Welten schlechter ist. Manche bezeichnen sie sogar als Fakes. Und genau deswegen zeige ich euch in diesem Video anhand von 5 Merkmalen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer Rolex GMT Master 2 126-710 BLRO und der Hommage Steinhart Ocean One GMT in 39 mm. Und kurz vorneweg, ihr werdet von der Qualität dieser Uhr überrascht sein. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an watch.de aus Instagram, der mir diese Uhr freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Nach dem Vergleich gibt es noch Pro und Contra für den Kauf einer Hommage und meine persönliche Meinung zu dem Thema. Wenn ihr euch für das Thema Luxusuhren interessiert, dann abonniert gerne meinen Channel, drückt unten auf die Glocke, um bei neuen Videos immer gleich benachrichtigt zu werden, denn hier gibt es jeden Sonntag um 20 Uhr neuen Content zum Thema Luxusuhren in Deutsch und in erstklassiger Qualität. Und wenn ihr unter euren Freunden auch Uhrenliebhaber habt, tut ihnen etwas Gutes und teilt ihnen dieses Video. Und am Ende des Videos geben wir übrigens noch den Gewinner des Uhrenbewegers bekannt, bleibt also unbedingt dran. Und jetzt steigen wir direkt in das Thema ein und definieren anfangs mal kurz für alle, die nicht wissen, was es bedeutet, was eine Hommage im Uhrensinne ist. Eine Hommage ist eine Uhr, die ihrem Vorbild sehr ähnlich sieht, allerdings ganz klar als eigenes Fabrikat ausgewiesen ist. Es steht also hier beispielsweise nicht Rolex auf dem Zifferblatt, sondern Steinhart. Die Linie zwischen Replika bzw. gefälschten Uhren und Hommage-Uhren ist sehr dünn. Manche überschreiten die Linie. Ich persönlich würde sagen, dass diese Linie genau dann überschritten ist, wenn kein eindeutiger anderer Name mehr auf der Uhr zu lesen ist. Diese Hommagen sind meistens viel günstiger als die jeweiligen Vorbilder und zwar oftmals zwischen ungefähr 1 und 10% des Preises. Als Fake oder Replika würde ich diese Uhren aber definitiv nicht bezeichnen, weil bei einem Blick auf die Uhr sofort erkennbar ist, es handelt sich hier beispielsweise in diesem Beispiel nicht um eine Rolex. Wo wir nun geklärt haben, was eine Hommage eigentlich ist, fangen wir direkt mit dem ersten Merkmal an, und zwar dem Gehäuse. Das Gehäuse der Rolex GMT Master 2 kommt mit einer Gehäusegröße von 40 mm. Die Pepsi sitzt 12 mm hoch auf dem Handgelenk und der Bandanstoß misst 20 mm. Die Steinhart Ocean One GMT misst 39 mm im Gehäusedurchmesser, ist also etwas kleiner. Es gibt die Uhr allerdings auch in einer 42 mm Variante. Die Gehäusehöhe ist mit 13 mm ein kleines bisschen höher als die Rolex, der Bandanstoß beträgt aber hier ebenfalls 20 mm. Das Gehäuse beider Uhren ist aus rostfreiem Edelstahl hergestellt. Während Rolex hier den 904L Stahl verwendet, wird bei der Steinhart Stahl der Sorte 316L zur Herstellung genutzt. Der Unterschied liegt maßgeblich in der besseren Bearbeitbarkeit von 904L Stahl und durch die Zugabe von Kupfer ebenfalls einer besseren Säurebeständigkeit gegenüber dem 316L Stahl. Von der Gestalt unterscheiden sich die Gehäuse etwas. Die Rolex kommt natürlich in der typischen Professional-Form, welche in ähnlicher Variante ja auch in der Submariner verwendet wird. Die Form drückt sich durch markante Konturen aus, beispielsweise an den Crown Guards und an den Hörnern. Die Oberseite und die Unterseite des Gehäuses sind satiniert oder auch gebürstet, während die Flanken der Uhr hochglanzpoliert sind. Der Boden der Rolex ist übrigens verschraubt und steht ein ganz kleines Stückchen unter den Hörnern hervor. Das Gehäuse ist sowohl bei der Rolex als auch bei der Steinhart in einer guten Qualität gebürstet. Man kann jedoch beim genauen Hinsehen schon erkennen, dass die Struktur der Rolex noch mal ein gutes Stück feiner und sauberer erscheint. Die Steinhart ahmt die Gehäuseform der GMT Master 2 nach, allerdings erinnert die Form eher an die Vintage-Variante der Rolex, nämlich die 16710 BLRO. Vor allem die Oberseite der Hörner ist deutlich schmaler und das gleiche gilt auch für die Crown Guards, die bei der Steinhart sogar noch etwas markanter und fast schon spitz zulaufen. Auch die Steinhart ist auf der Oberseite des Gehäuses gebürstet. An den Flanken und auch an der Unterseite ist die Uhr jedoch poliert. Der Gehäuseboden steht außerdem deutlich weiter hervor, sodass die Uhr ihre Gehäusehöhe maßgeblich durch den verschraubten Boden vergrößert. Der Bandanstoß steht außerdem ebenfalls ein Stückchen hervor, während er bei der Rolex bündig abschließt. Als nächstes Merkmal kommen wir zu Merkmal Nummer 2, und zwar die spitznamengebende Lünette.
Beide Uhren haben eine zweifarbige Pepsi-Lünette, die auch beide derselben Funktion dienen, nämlich dem Ablesen einer zweiten oder dritten Zeitzone. Das Lünetten-Inlay der Rolex ist seit der neuesten Pepsi-Variante aus Keramik, von Rolex Kerachrom genannt. Die Lünette ist aus einem Stück gefertigt und durch ein von Rolex patentiertes Verfahren in zwei verschiedenen Farbtönen, nämlich Rot und Blau eingefärbt. Aufgrund der Einfärbung an einem Stück sind die Farben jedoch hingegen der ersten Pepsi nun weniger knallig. Manche, inklusive mir, mögen das, andere verfluchen es ein wenig. Dafür verfärbt sich jedoch Keramik unter UV-Licht nicht. Die Farben bleiben also bestehen. Die 24-Stunden-Graduierung ist bei Rolex abgesenkt und platiniert und das in einer perfekten Verarbeitung und auch Scharfkantigkeit. Die Außenriffelung besteht aus 60 kleinen Einkerbungen zur besseren Griffigkeit der Lünette, die sich butterweich in 24 Schritten verstellen lässt. Das Inlay der Steinhart besteht im Gegensatz dazu eben aus Aluminium. Ebenso wie die vorige Variante der Rolex GMT Master 2 16710 BLRO. Von dieser wurde auch die knallige rot-blaue Färbung übernommen. Anders sieht es bei der Schrift aus, die direkt von der Keramik Pepsi von Rolex übernommen wurde. In diesem Fall aber nicht eingelassen und platiniert, sondern einfach nur bei der Färbung ausgespart. Die Aluminiumlünette ist deutlich anfälliger für Kratzer und wird auch unter UV-Licht mit der Zeit ausbleichen. Ein kleiner Nachteil der Steinhart. Die Riffelung ist bei der Steinhart mit 48 Einkerbungen außerdem etwas gröber. Man kann die Lünette aber trotzdem nicht besonders gut drehen. Ich muss dazu fast schon meine Fingernägel benutzen. Auch lässt sich die Lünette viel feiner einstellen als in 24 Schritten. Fast schon ähnlich einer Submariner und ebenso nur in eine Richtung, was bei der 24-Stunden-Verstellung hier irgendwie fehl am Platze wirkt. Kommen wir zum nächsten Merkmal, Merkmal Nummer 3, dem Zifferblatt, den Zeigern und dem Werk. Rolex ist ja bekannt für eine wirklich hervorragende Verarbeitung, besonders wenn es um Details wie das Zifferblatt und die Zeiger geht. Das Zifferblatt ist bei der Pepsi in schwarz gehalten, mit weißer Schrift und weißen Indizes, die jeweils mit weiß-goldenen Konturen umrandet sind. Sowohl die Schrift als auch die Indizes sind hier praktisch perfekt verarbeitet. Es gibt keine Ausfranzungen oder Unregelmäßigkeiten. Die Indizes sind innen mit Leuchtmasse ausgestattet, was auch im Dunkeln eine gute Ablesbarkeit gewährleistet und tagsüber so ein bisschen aussieht wie Marmor. Die weiß-goldenen Konturen der Indizes sind auch selbst mit bloßem Auge erkennbar, sichtbar gewölbt und wirken dadurch einfach etwas plastischer. Die Qualität setzt sich bei den Rolex-Zeigern nahtlos fort. Auch Weißgold besitzen sie ebenfalls Inlays mit Leuchtmasse, die ein kleines Stückchen tiefer in den Zeiger eingelassen ist und somit für eine deutliche Kontur sorgt. Der GMT-Zeiger ist rot eingefärbt und hier sieht man auch einen minimalen, ich sag mal, Verarbeitungsfehler beim Übergang vom Strich zum Pfeil, allerdings nur unter mindestens 10-facher Vergrößerung. Das verbaute Werk ist seit 2018 das von Rolex in-house hergestellte Kaliber 3285. Es ist extra für die GMT Master-Reihe produziert und verfügt über eine Gangreserve von 72 Stunden. Das Werk verfügt außerdem über eine stundenweise Schnellverstellung, damit ohne den Sekundenzeiger anzuhalten schnell die aktuelle Uhrzeit in seiner Zeitzone eingestellt werden kann. Diese Funktion erlaubt es auch, das Datum ziemlich schnell einzustellen. Eine Datumsschnelleinstellfunktion fehlt hier. Die Präzision ist wie von Rolex gewohnt auf sehr hohem Niveau. Meine Uhr läuft beispielsweise mit plus 1,9 Sekunden pro Tag genau. Die Steinhart kommt überraschenderweise wirklich nicht so arg weit hinter der Rolex, wie man vermuten könnte, wenn man die Verarbeitung des Zifferblatts anschaut. Das Zifferblatt ist ebenfalls schwarz, allerdings mit einer matten, rauen Verarbeitung. Die Schrift auf dem Zifferblatt ist ebenfalls ausgesprochen scharf, allerdings muss man hier fairerweise sagen, auch etwas dicker als auf der Rolex. Die Indizes sind ebenfalls mit einer Leuchtmasse ausgestattet, wirken jedoch etwas weniger plastisch und etwas schärfer und spitzer verarbeitet, was eben beim genaueren Hinsehen dann auch etwas billiger wirkt als bei der Rolex. Außerdem wirken die Indizes auch flacher. Bei den Zeigern verhält es sich bei der Steinhart ganz ähnlich. Sie wirken ein klein wenig schärfer und weniger plastisch und somit weniger wertig, was man aber wirklich nur beim genauen Hinsehen bemerkt. Übrigens, was bei der Steinhart fehlt, ist die Réault-Gravur. Rolex benutzt diese seit etwa über 10 Jahren an der Innenseite der Uhren, wo nun auf 6 Uhr auch die Seriennummer platziert ist. Bei Steinhart ist die Réault stattdessen einfach nur gebürstet. Als Werk kommt bei der Steinhart ein ETA 2893-2 in der Elaboré Qualitätsstufe und das heißt getestet auf plus minus 7 Sekunden Ganggenauigkeit pro Tag beim Einschalen zum Einsatz. Es verfügt ebenfalls über eine 24-Stunden-Anzeige, auch nutzbar eben für weitere Zeitzonen und auch eine Datumsschnellverstellung, was der Rolex fehlt.
Dafür besitzt die Steinhart keine Stundenschnellverstellung für den normalen Stundenzeiger, sondern lediglich für den 24-Stunden-Zeiger, was irgendwie überhaupt gar keinen praktischen Nutzen hat, da man ja, wenn dann, seine Lokalzeit verändern möchte und nicht die Referenzzeit. Die Gangreserve des Werks beträgt ungefähr 50 Stunden und die Uhr, die ich jetzt hier bei mir habe, läuft mit plus 10,3 Sekunden pro Tag genau. Weiter geht es mit Merkmal Nummer 4, dem Band und der Schließe. Hier gibt es für mich von der Haptik und der Qualität her die allergrößten Unterschiede. Die Rolex ist ja nun seit 2018 in der Pepsi-Stahl-Variante auch wieder am Jubiläeband erhältlich. Dieses ist fünfreich, außen gebürstet, innen poliert. Das Jubiläeband zeichnet sich durch einen höheren Tragekomfort und auch durch einen etwas flashigeren Look aus. Es macht die Uhr meiner Meinung nach etwas mehr zur Dresswatch und verleiht ihr auch einen leichten Vintage-Look. Als Schließe kommt hier GMT-typisch eine Rolex Oyster Clasp zum Einsatz. Außen gebürstet, innen poliert und mit der praktischen 5 mm Easy-Link-Verstellung zum schnellen Verkürzen oder Verlängern der Uhr. Die Safety Clasp verhindert außerdem das versehentliche Öffnen der Schließe. Das Band der Rolex ist wirklich perfekt verarbeitet und wirkt dadurch auch absolut hochwertig und glänzt richtig, und das auch nach monate- oder jahrelangem Tragen. Die Steinhart kommt bei der Ocean One GMT ebenfalls in einer Jubiläe-Variante, allerdings komplett gebürstet und nicht poliert. Das macht das Band vom Look schon mal etwas weniger auffällig, die Verarbeitung ist allerdings trotzdem in Ordnung, wenn auch hier ein deutlicher Unterschied zur Rolex sichtbar und auch fühlbar ist. Die Jubiläeglieder klappern deutlich mehr und fühlen sich somit auch etwas billiger an, ein bisschen so wie Uhren von Rolex von vor so 20 Jahren. Die Schließe der Steinhart ist vom Look her komplett unterschiedlich von der Rolex, komplett gebürstet mit Ausnahme des Safety Clasp Bügels. Ein riesiger Minuspunkt ist für mich die fehlende Schnellverstellung bei der Steinhart. Man muss wie bei früheren Rolex-Modellen mit einem Werkzeug dran, wenn man die Uhr in der Größe verändern möchte, was außerdem die meiner Meinung nach wirklich eher unschönen Löcher an der Schließe nötig macht. Das letzte Merkmal ist für viele wohl das wichtigste Merkmal, nämlich Merkmal Nummer 5, Preis und Verfügbarkeit. Bei der Rolex ist die Lage allgemein bekannt. Die Rolex GMT Master 2 Pepsi kostet in der unverbindlichen Preisempfehlung 8.400 €. Wer die Uhr jedoch zu diesem Preis bekommt, muss entweder sehr lange warten oder eine gute Beziehung zu einem Rolex-Konzessionär haben. Wartezeiten von 5 Jahren und mehr werden hier oft genannt. Das führt im Übrigen dazu, dass die Pepsi auf dem Markt für über 15.000 € angeboten und auch gekauft wird. An dieser Stelle empfehle ich übrigens gern mein Video zum Thema Uhren als Investment, das ich euch am Ende dieses Videos einblende. Die Steinhart dagegen ist als Hommageuhr nicht nur deutlich günstiger, sie wird auf der Steinhart-Website für 520 € angeboten und gebraucht findet man sie auch schon für 100 € weniger. Vor allem aber die Verfügbarkeit bereitet einem überhaupt gar keinen Kopfzerbrechen. Wer die Uhr heute bestellt, darf in 2 bis 3 Tagen mit der Lieferung frei Haus rechnen. Wer sich übrigens weder mit einer Steinhart zufrieden geben möchte, noch ewig auf die Rolex warten will oder das Doppelte zahlen möchte, ich verlinke euch am Ende dieses Videos 7 Tipps, wie ihr an begehrte Uhren zum Listenpreis kommt. So, ich glaube, ihr habt nun einen wirklich guten Überblick über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Rolex und Hommage. Aber wie sieht es eigentlich mit der Meinung unter Uhrensammlern aus? Ich habe dazu auf Instagram, wo ich mit einigen Uhrensammlern verknüpft bin, eine Umfrage gemacht und ihr habt folgendes Meinungsbild abgegeben. 59% haben gesagt, es ist völlig in Ordnung, sich eine Hommage zu kaufen. 41% meinen, dass es dafür keinen gerechtfertigten Grund gibt. Kommen wir dann an dieser Stelle zu je 3 Pro- und 3 Kontra-Argumenten für bzw. gegen Hommagen. Der erste große Pro-Punkt: die Hommagen sind natürlich deutlich günstiger. Anstatt zwischen 8.400 und 16.000 € für die Rolex zu zahlen, kann man bei einem ähnlichen Look Steinhart schon für 520 € kaufen. Bei anderen Hommagen sogar noch etwas weniger. Demgegenüber steht aber der erste Kontrapunkt. Die Hommage blendet vor allem beim ersten Blick und täuscht vor, eine echte Rolex zu sein, was unter Uhrensammlern an sich sehr, sehr kritisch gesehen wird. Pro ist wiederum wieder, dass die Hommagen aber eigentlich eben nicht vorgeben, eine Rolex zu sein. Beim zweiten Hinsehen fällt schon auf, dass nicht Rolex auf dem Zifferblatt steht und auch einige andere Merkmale, wie beispielsweise die Schließe in diesem Fall, machen das Unterscheiden einfach. Somit haben auch Hommagen irgendwie auch ihren eigenen Charakter. Viele sagen aber, dass diese Eigenheiten bei Hommagen einfach zu klein sind und man somit für das gleiche Geld, etwa 500 €, auch wirklich gute Uhren mit eigenständigem Design kaufen könnte.
Der letzte Pro-Punkt ist das wirklich solide Werk, das hier verbaut ist. ETA-Werke sind allgemein bekannt für eine solide Preis-Leistung und verhältnismäßig gute Ganggenauigkeit und Zuverlässigkeit. Der letzte Kontrapunkt ist für mich, dass man aber trotzdem merkt, dass die Uhr irgendwie ein bisschen zusammengeschustert ist. Vor allem die Lünette mit ihrer ultrafeinen Rasterung bei der Steinhart und Drehbarkeit nur gegen den Uhrzeigersinn hat auf einer GMT-Uhr eigentlich nichts verloren. Nachdem ihr nun 3 Argumente für und gegen Hommage-Uhren gehört habt, kommt nun meine ganz persönliche Meinung. Im Gegensatz zu Replika-Uhren würde ich niemanden dafür verurteilen oder belächeln, wenn er sich eine Hommage-Uhr kauft. Es hat einfach wirklich nicht jeder Lust und vor allem auch Geld, um bis zu 16.000 € für eine Uhr hinzulegen, mag aber vielleicht den Look der Vorbilder trotzdem. Dann bietet sich der Kauf einer Hommage auch einfach an. Meiner Meinung nach kann ja niemand so tun, als ob es sich dabei um eine Rolex handelt, wenn er eine Steinhart trägt. Er zollt damit einfach nur Respekt gegenüber dem Design. Würde ich mir deswegen selbst eine Hommage-Uhr kaufen? Für mich lautet die Antwort nein. Ich würde in diesem Preissegment tatsächlich eher eine Uhr mit eigenständigem Design erwerben und auch dazu kommt noch ein Video von mir. Das ist aber wieder nur meine ganz persönliche Meinung. Kommen wir nach dem Vergleich dazu, den glücklichen Gewinner des Uhrenbewegers aus dem Video von vor 2 Wochen zu küren. Gewonnen hat Calabrese Massimo. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit deinem neuen Uhrenbeweger. Schreib uns einfach kurz eine Mail an kai@tnpsdn.de mit deinem vollständigen Namen und deiner Adresse, dann schicken wir dir den Uhrenbeweger so schnell wie möglich zu. Und keine Panik, die E-Mail-Adresse findest du auch unten in der Videobeschreibung nochmal. Und das waren sie, meine 5 Merkmale für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Steinhart Ocean One GMT und der Rolex GMT Master 126 710 BLRO. Jetzt sagt mir noch eure Meinungen zu diesen Uhren und zu Hommagen allgemein. Schreibt sie mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!